Ja, Kim lebt jetzt seit 2 Jahren in Japan, hat sich selbstständig gemacht in Berlin. Die haben dort eine Agentur. Was für eine Agentur ist das? Also, ich habe mit meinem Fotografen, mit dem ich früher auch schon zusammengearbeitet habe, eine Modelagentur gegründet, Laudace Models. Und ja, also wir sind natürlich gerade noch sehr im Aufbau und schreiben viele Designer an, versuchen eben an Projekte auszuarbeiten, an Projekte ranzukommen, mit den Designern und Modemachern oder auch Geschäften zusammenarbeiten zu können. Und wir haben auch schon einige Anfragen von Models bekommen, die natürlich in unser Portfolio aufgenommen werden und sozusagen eben über unser Portfolio an andere Firmen herangetragen werden können oder beziehungsweise Jobs bekommen können. Und für nächstes Jahr, Januar, Februar, haben wir auch vor, halt in allen anderen Metropolen nicht wirklich rumzureisen, aber unser Projekt halt eben auszuweiten, weil es natürlich über die Landesgrenzen hinausgehen soll, wie Paris oder Mailand und London. Deswegen nächstes Jahr im Januar, Februar haben wir auf jeden Fall vor, also steht auf dem Plan London, Paris und Mailand. Also die 3 Städte natürlich als erstes, um auch dort mit unseren Models eben zusammenarbeiten zu können mit anderen Firmen. Deine Rolle in dieser Agentur ist, was machst du da also genau? Ich bin einer mit von 4 Geschäftsführern und bin aber zuständig zum einen für sicherlich auch die Kundengewinnung und für Make-up und Haarstyling, also für die Models dann später. Genau, weil wir gewisse Pakete in unserer Firma oder beziehungsweise unserer Agentur anbieten, die vom Kunden mitgebucht werden können und somit erspart es halt vielen Firmen zum Beispiel noch extra einen Make-up-Artist oder Haarstylisten buchen zu müssen, bekommen dieses halt im ganzen Paket. Genau, und dafür bin ich halt zuständig. Und wir haben auch einen, der ist zuständig für die Posieren, für die Models. Er ist selber auch ein Model, sehr professionelles Model auf jeden Fall. Und er unterstützt bzw. hilft jüngeren oder noch sehr unerfahrenen Models dabei, wie man sich bewegen kann, wie man vor der Kamera agieren kann. Genau, dafür ist dann er zuständig. Und der Hauptchef, das ist der Gabriel, der ist natürlich für die Homepage und alle anderen Anfragen, was mit der Agentur und Finanzamt und so weiter zu tun hat, zuständig. Und der So ein bisschen behind this. Achso, und der Fotograf. Ah, ja, okay. So Operation, also wie das Ganze läuft. Das ist ja interessant. Und wie willst du das managen von hier? Du lebst ja jetzt im Moment in Japan, ne? Also bis jetzt habe ich auf jeden Fall schon ein paar E-Mails rausgeschickt, also schreiben kann ich auch von ihm. Die Modemacher und Designer und Läden bzw. Firmen anzuschreiben und sie natürlich auch für uns als Kunden zu gewinnen. Das mache ich jetzt schon, aber ich gehe halt in 2, 3 Monaten ungefähr wieder zurück nach Deutschland und werde dann dort halt vor Ort damit arbeiten. Und du hast hier in Japan gearbeitet, bei Airbnb. Und was hast du da genau gemacht? Also ich habe direkt in erster Linie natürlich die Apartments, die wir zur Verfügung hatten von unserem Chef, das waren 7 Stück zum damaligen Zeitpunkt, erstmal gereinigt, nachdem die Kunden, Gäste halt dort geschlafen haben. Ich habe aber auch ganz oft die Gäste vom Bahnhof abgeholt, sie zum Apartment gebracht, sie halt eingewiesen und Tipps und Ratschläge gegeben für Sehenswürdigkeiten. Ach so. Aber hauptsächlich war es letztendlich ein Putzjob. Das ist besonders speziell. Und das war in Tokio? Genau, da habe ich in Tokio gearbeitet. Ich musste dann halt jeden Tag, also jedes Mal, wenn ich arbeiten wollte, beziehungsweise Schicht hatte, bis zu 1 Stunde 30 Minuten halt gefahren. Habe mir dann halt auch eine Monatsfahrkarte gekauft, die natürlich nicht so günstig war. Und ja. Weißt du eigentlich, wie das jetzt ist mit Airbnb hier in Japan? Weil viele Leute, ich glaube, die sind nicht mehr erlaubt, oder? Ja, das wurde jetzt abgeschafft. Also zumindest wurde Airbnb als illegal in Japan anerkannt. Das heißt, man kann Airbnb-Apartments weiterführen, wenn man über die Regierung so eine Art Lizenz bekommt. Und mit dieser Lizenz, wenn man die vorweisen kann, darf man weiterhin Airbnb-Apartments anbieten. Aber um halt die Hotelketten vor dem Untergang zu bewahren, haben die das als illegal erklärt. Also weil viele natürlich, gerade weil es kostengünstiger war oder
ist auch teilweise eine oft angenehmere Variante zum Hotel war. Eben, was soll ich gerade sagen? Ja, dass die lieber zu Airbnb gegangen sind. Ja, genau, als zu den Hotels, genau, um die Hotelketten vom Untergang zu bewahren, haben sie das halt. Damit die Leute wieder mehr Hotels buchen, sozusagen, weil natürlich die Hotelbuchungen geringer waren in der Zeit, wo Airbnb so auf den Markt gekommen ist. Aber das ist auch wirklich nur in Japan. Ich kenne kein anderes Land, das Airbnb illegal ist. Also ich habe in London oder Deutschland haben wir jetzt ja auch. Neuseeland auch. Ja, aber Neuseeland ist die Regierung ganz stark hinterher, dass Steuern gezahlt werden. Genau, das habe ich auch ganz oft jetzt mittlerweile gesehen, dass ich bin damals nach Paris geflogen. Oder auch nach Italien, da gibt es immer wie so einmal die Tourismussteuer, die man bezahlen muss und dann noch diese Städtesteuer. Städtesteuer, ja, in Frankfurt muss ich die zahlen, waren 2 oder 3 Euro pro Person. Genau. Und in Aachen, weiß ich gar nicht, da habe ich glaube schon, aber ich kann mich nicht erinnern. Also in Frankfurt ist mir aufgefallen, aber alle anderen Städten, da weiß ich jetzt gar nicht mehr so. Also ich weiß, ich musste in Frankreich, also wo ich nach Paris geflogen bin, waren das, ich glaube 8 Euro. 8 Euro? 2 Personen, genau, 4 Euro habe ich bezahlt. Aber pro Tag. Ja, also pro Tag, genau, ich auch. Was hast du die ganze Zeit bei Airbnb gearbeitet oder was hast du dann sonst so gemacht in Japan? Naja, wie gesagt, ich war halt eigentlich nur arbeiten bei Airbnb oder halt mich in der Stadt mit Leuten getroffen, was so oft war. Oder halt mit meinem Mann irgendwie was gemacht. Genau. Dein Mann? Wo hast du den kennengelernt? Am ersten Tag in Japan. Ja, also noch im Holiday Working Visum, genau. Wir sind auch relativ schnell zusammengezogen, genau, und haben dann irgendwann geheiratet, eine Familie. Er ist Japaner? Ja. Was macht er hier in Japan? Von wo kommt er? So, ja, mein Mann kommt auch direkt hier aus der Gegend. Okay. Also ist ja auch geboren. Kanto Area? Ja, genau, und er ist halt selbstständig, macht so Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, nicht so wirklich, aber irgendwas mit Mediendesign und Webdesign und Absolut. Genau, sowas halt. Also auf jeden Fall läuft es relativ gut. Kim, wie hast du Japanisch gelernt? In der Sprachschule. Also wo, hier in Japan? Aber auch schon in Berlin, ne? Genau, in Berlin vorher habe ich einen 3-Monats-Kurs gemacht in Japanisch, A1, also Beginner. Genau, und als ich nach Japan gekommen bin, habe ich natürlich in der Anfangszeit auch einen Sprachkurs, eine Sprachschule mir herausgesucht, auch die ich dann gegangen bin. Das war schon so lange her. In Tokio? Ja, genau, in Tokio. In Ikebukuro, war die Schule gewesen. Genau, da habe ich dann auch noch Japanisch gelernt und genau, aber mein Japanisch ist leider nicht so gut, ist super schwer. Ja, nicht so einfach. Ja, also mein Japanisch ist auch nicht sehr gut. Aber du kannst Hiragana, Katakana lesen. Also Hiragana auf jeden Fall, Katakana eher weniger und Kanji ja so das, was man halt gängig mitnimmt durch Bahnfahren oder Bahnhöfe oder so Sachen, die halt sehr oft Verwendung finden. Also gibt es ja ein paar Kanjis, genau. Aber aus dem Kopf kann ich die alle nicht malen, also ein paar, aber jetzt nicht so viel. Und wie sieht's aus? Hast du Probleme mit was hast du Probleme mit dem Transport hier in Japan? Mit Bahnfahren? Ist das einfach für dich? Ja, mittlerweile ja. Also ich fand es jetzt gut. Ich war vorher auch oft in London gewesen und die haben dasselbe System, also Touch-System. Ich finde es wahrscheinlich wesentlich komplizierter, wenn man seine Fahrtickets vor Fahrtantritt immer selbst extra kaufen muss. Deswegen habe ich mir irgendwann so eine Karte geholt. Und die kann man halt jederzeit, genau, Suica-Card oder Passmo-Card, ganz unterschiedliche. Genau, die habe ich mir halt zugelegt, die kann man jederzeit beliebig aufladen oder entladen, wie man halt möchte und kann damit super einfach, bequem einfach so über dieses Touchpad ziehen und genau dann einfach fahren. Und wie ist mit dem Busfahren?